Kaspar Schulz gegründet 1677, klassisch als Kupferschmiede, hat sich jetzt in der 10. Generation weitergebildet, familiengeführtes Unternehmen und hat sich jetzt auf den Bereich Brauen, Melzen und Destillieren spezialisiert. Wir sind ca. 70 Fertigungsmitarbeiter. Von den 70 Fertigungsmitarbeitern schweißen 60 täglich. Von daher ist das Schweißen bei uns das A und O. Die Ergonomie spielt bei uns eine große Rolle, weil bei uns ist es im Behälter teilweise sehr eng. Und da muss das Schlauchpaket flexibel sein, um Zugänglichkeit zu bewahren und dass der Arbeiter dann die Schweißnaht gut ausführen kann. Bei uns in der Fertigung setzen wir die Abetic-Brenner in der kompletten Fertigung ein und den X-Fume hauptsächlich in geschlossenen Gefäßen. Also der X-Fume-Brenner hat definitiv in geschlossenen Behältern beim Haubenschweißen oder zum Beispiel beim Whirlpool-Boden speziell, da wir da nah am Gas sind, am Argon, und der das uns einfach wegsaugt, weil es besser für die Gesundheit ist. Also wichtig bei den Abetic-Brennern für uns ist, dass sie flexibel sind, leicht sind, das Schlauchpaket nicht zu starr ist, leichte Funktion von den Schaltern, und das gleiche gilt auch für den X-Fume. Also hier bei der Firma Kaspar Schulz arbeite ich hauptsächlich mit Edelstahl und ich schweiß auch am meisten eigentlich nur hauptsächlich mit WIG. Also uns als Arbeiter ist es wichtig, dass die Brenner vom Gewicht her nicht zu schwer sind, weil wir doch teilweise den ganzen Tag damit arbeiten, dass das Schlauchpaket schön flexibel ist und dass wir nicht gegen den Schlauch arbeiten, falls wir lange schweißen. Und ja, dass der sauber und zuverlässig läuft auf jeden Fall. Mit der Abetic bin ich auf jeden Fall zufrieden. Ne? Ich weiß auch am liebsten damit. Also ich bin hier jeden Tag nur schweißen. Ich bin als Schweißer hier angestellt und schweiße gerne und mache ich immer gute Qualität. Und die Firma Kaspar Schulz braucht immer eine gute Qualität, Naht und Vorbereitung und sowas. Also es gibt zwei verschiedene Geräte hier. Es gibt auch ein Gerät mit Absaugung und ein Gerät ist Standard. Ne? Aber ich mache gerne mit Absaugungsgerät, weil kann man mit der Drehvorrichtung schweißen. Zuerst, wenn ich schweiße, muss ich ein Spray machen. Dieses Spray ist ein bisschen Öl und wenn ich schweiße, dann dampft so viel. Und dann ich muss auch atmen auf diese Dampf. Ne? Und ja, und wenn ich gehe nach Hause, eigentlich immer, ich merke diesen Dampf die ganze Zeit. Aber wenn ich Schweiße mit Absaugung brenne, dann habe ich das Problem nicht. Die saugt alles, der Dampf, was der Schweiße ist. Ich bin jetzt seit 2 Monaten ausgelernt bei der Firma Kaspar Schulz und bin jetzt als Anlagenmechaniker angestellt. Wir schweißen relativ viel, aber wir machen auch so Rohrleitungsbau, Verrohrungen, Ventile ein- und ausbauen. Hinter mir sieht man ein Sudhaus und ja, das sind halt Verrohrungen drin. Oben ist die Zalge, verschweißt mit dem Bottich. Ja, gerade dieses Fügen vor den Bauteilen, dass du schweißt halt was zusammen, was jetzt bei uns die nächsten 50, 60 Jahre auf jeden Fall hält. Und das ist schon echt faszinierend. Und du siehst da immer einen Fortschritt, was du geschafft hast. Das ist schon echt schön. In Franken gibt es ein Sprichwort, das heißt passt schon. Und das ist das höchste Lob, was man bei uns in Franken bekommen kann. Wer auf Qualität setzt, sollte zu Abico Pinsel gehen.